Hi zusammen, mein Name ist Michael und ihr seid auf Amazing Nature Alpha, dem Kanal, wo es rund um die Fotografie und um Videofilmen geht. Natürlich auch ab und zu um ein Naturvideo, meine heimliche Leidenschaft. Ich lade euch ein, mit mir wieder ein neues Lerntutorial zusammen zu überstehen und ich würde mich freuen, wenn ihr bis nach dem Intro dran bleibt. Los geht's! Ja, super, dass ihr reinschaut heute. Heute geht es um die kritische Blende in euren Objektiven und was ihr da an Tipps und Tricks beherzigen könnt, um scharfe Bilder am Ende des Tages zu erhalten. Denn die kritische Blende, und das haue ich jetzt einfach schon mal in den Ring, das hört sich so an, wie wenn diese Blende auf gar keinen Fall eingestellt werden sollte. Aber wissenschaftlich ist tatsächlich die kritische Blende die euch am meisten Schärfe abliefert. Wer das wissenschaftlich nochmal nachlesen will, der kann die kritische Blende auf Wikipedia nochmal anschauen, damit ihr das im Detail versteht. Ich werde euch heute die leicht erklärte Version beibringen und die für uns Fotografen zu 99,9% auch ausreichend ist. Ja? Also was haben wir für ein Problem, wenn wir durch die Landschaft laufen? Vielleicht wisst ihr es bereits, wenn ihr eure Blende ganz offen habt, ja, dann habt ihr natürlich den Vorteil, ihr habt ein weiches Bokeh im Hintergrund, ja, also wenn ihr einen größeren Kamerasensor habt, ab MFT aufwärts, aber auch schon ab 1 Zoll sieht man das ein bisschen, ja. Aber je größer euer Sensor ist, desto mehr oder desto weniger Schärfentiefe habt ihr auch. Das heißt, wir haben ein schöneres, weicheres Bokeh im Hintergrund, ja. Wenn ihr jetzt noch ein Objektiv habt, was die Blende sehr weit öffnen kann, also auf einen kleinen Wert, der niedrige Wert ist ja die offene Blende, ja. Also wenn ihr ein Objektiv habt mit einer 1,4, dann ist das extrem offen, extrem lichtstark und dann habt ihr hinter eurem Objekt auch ein schönes, weiches Bokeh. Doch ist diese f1.4 auch die schärfste Einstellung eures Objektivs? Und die meisten wissen das schon, leider ist das nicht ganz so. Meistens ist es so, wenn ihr ein bisschen abblendet, so auf eine f2.8, f4, ja, das kommt jetzt darauf an, welche offene Blende euer Objektiv hat. Meistens ist es so, dass die offenste Blende, und das ist jetzt egal, welches Objektiv ich anspreche, egal ob ich ein 24-1.4 anspreche, egal ob ich ein 24-2.8 anspreche oder egal ob ich meinen Super Telezoom 200 bis 600, was die offene Blende 5.6 hat, anspreche. Alle diese Blenden haben eins gemeinsam, wenn sie ganz offen sind, sie sind nicht die schärfste Einstellung eures Objektivs. Und da kommen wir genau zur kritischen Blende. Die kritische Blende wäre dann nämlich genau der Sweet Spot eures Objektivs, den ihr einstellen solltet, wenn ihr das Maximum an Schärfe rausholen wollt. Aber warum stellen wir eigentlich diese kritische Blende nicht immer gleich ein, wenn wir sie kennen würden von unserem Objektiv? Warum stellen wir sie nicht von vornherein ein? Nun ja, ganz einfach. Zum einen wollt ihr manchmal einfach mehr Licht auf den Kamerasensor bringen, also macht ihr die Blende schön weit auf, was ja durchaus Sinn macht. Ihr könnt ja eine Milchstraße nicht bei einer f8 fotografieren, nur weil das der schärfste Punkt eures Objektivs ist, denn dann wird einfach zu wenig Licht durchgelassen auf den Sensor und ihr habt am Ende zu viel Rauschen. Oder ihr wollt hinter eurem Model ein schönes weiches Bokeh haben. Hinter der Pflanze, die ihr fotografiert, hinter dem Tier, welches ihr fotografiert, wollt ihr ein schönes weiches Bokeh. Auch dann blenden wir natürlich nicht auf eine f8 ab, weil wir dann natürlich schon ein bisschen wieder mehr Unruhe in dem Hintergrund haben. Und das ist nämlich so genau der Punkt. Kritische Blende ist zwar der schärfste Punkt eures Objektivs, aber es ist nicht immer der sinnvollste. Genauso alles darüber hinaus. Manchmal haben wir das Problem, ja, wir wollen hier so einen Blütenzweig scharf haben und wir wollen vielleicht die Person dahinter auch noch scharf haben. Dann müssen wir die Blende schließen. Ja? Das ist in der Landschaftsfotografie oft das Riesenproblem. Ja? Wir haben phänomenale Landschaften vor uns liegen, ja, und wir wollen was in den Vordergrund mit reinnehmen. Vordergrund macht Bild gesund, das solltet ihr jetzt schon zu Genüge gehört haben, ja. Und dann ist es halt einfach so, dass wir abblenden müssen und nochmal abblenden müssen, bis wir endlich den Stein vor uns scharf haben und den Horizont ganz hinten. Da gibt es ja noch den Trick mit der hyperfokalen Distanz, dass ich praktisch weiß, fokussiere ich auf den Hintergrund oder fokussiere ich auf den Vordergrund. Das Video kann ich euch auch nochmal verlinken, wo ich euch erkläre, auf was ihr denn eigentlich fokussieren solltet und wie ihr da das Maximale rausholen könnt. Ja? Aber das ist nur das eine. Das andere ist halt eben, die Theorie ist ganz klar, wir müssen abblenden, wir müssen die Blende schließen, damit wir mehr Schärfentiefe bekommen, damit wir eben den Stein und den Hintergrund scharf bekommen. Und
damit kommen wir über die kritische Blende, die irgendwo immer so in der Mitte liegt, dazu komme ich gleich noch. Und damit haben wir halt eben nicht mehr die maximale Auflösung im Bild. Die maximale Schärfe geht uns verloren, auch wenn die Schärfentiefe, ja, also die gewünschte Tiefe der Schärfe, die nimmt zu im idealen Maße und das ist auch richtig so. Ich sage euch noch mal ein anderes Beispiel und nehme euch kurz mit auf den Monitor. Wir sind ja einmal, zweimal im Jahr mit einer Workshop-Reise in Namibia. Übrigens, die nächste Reise, die ist erst in einem Jahr, also im nächsten April 2023 und die ist jetzt schon wieder mit 2 Plätzen belegt. Also wenn ihr euch beeilt, bis zu 7 Teilnehmer nehmen wir ja mit, könnt ihr auch dabei sein, ja, nur mal so by the way. Aber da kommen wir immer an Walvis Bay, da haben wir in der Nähe ein Hotel, also eigentlich genau gegenüber von der anderen Straßenseite und da fotografieren wir abends immer Flamingos im Sonnenuntergang. Ja? Und da sind wir 2 Nächte meistens und dementsprechend hat man da viel Zeit, auch mal Flamingos bei Sonnenauf- oder Untergang zu fotografieren. Und da ist genau immer das Problem. Da ist meistens Ebbe, beziehungsweise die letzten Male, wo ich da war Ebbe. Und die Flamingos sind immer zweireihig aufgestellt und im Hintergrund ist der Sonnenball. So, auf was fokussiere ich denn jetzt? Natürlich will ich die Flamingos scharf haben, aber das Dumme ist, nämlich die vorderen Flamingos, ist die zweite Reihe der Flamingos so leicht unscharf, also gar nicht mal so richtig unscharf, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, ja, um etwas freizustellen. Das heißt, es sieht am Ende immer aus wie gewollt und nicht gekonnt. Und beim letzten Mal, wie ich da war, habe ich mir gedacht, ja, den Fehler vom letzten Mal muss ich jetzt ausbügeln. Jetzt nehme ich mein Tele und blende radikal auf eine F20 ab. Damit habe ich es zwar nicht erreicht, dass die zweite Reihe der Flamingos perfekt scharf wurde, aber ich habe so viel Schärfentiefe in das Bild gebracht, dass ich sage, ja, das sieht besser aus. Das ist eine akzeptable Aufteilung des Bildes, eine akzeptable Schärfenwirkung des Bildes. Natürlich machen wir aus einem Trabi keinen Rennwagen. Vor allem nicht, diese Bilder gehören auch nicht zu meinen Lieblingsbildern. Aber das wollte ich euch mal so gesagt haben. Also wir blenden hier schon radikal auf eine 20 ab. Und natürlich weiß ich, ja, als langjähriger Fotograf, dass eine F20, jetzt klingt mein Telefon ausgerechnet jetzt, ne? Ja? Hat wieder aufgelegt. Okay, also da weiß ich natürlich als Fotograf, dass F20 schon Beugungsunschärfe drin hat. Ihr kennt das, jeder, der mir schon länger folgt, weiß, wenn wir die Blende zu weit schließen, kommt eben Beugungsunschärfe ins Spiel. Ja? Also wir bekommen Aberrationsfehler, also die Aberrationsfehler bekommen wir auch bei Offenblende. Dementsprechend ist die kritische Blende die diese Fehler alle minimiert hat. Ja? Das ist die kritische Blende und die wollen wir eigentlich erreichen, seitdem wir wollen eben die Milchstraße oder weiches Bouquet, bla bla bla, was ich am Anfang gesagt habe. Ja? Also das ist so das Grundproblem. Ja? Also die Flamingos, die haben jetzt einfach mit einer F20 besser ausgeschaut, aber ich habe gewusst, nehme ich die F20, nehme ich Schärfeverlust in Kauf. Ja, das ist natürlich auch klar auf der anderen Seite. Ja? Und das ist das, was ich euch jetzt mitgeben will. Wo ist denn die kritische Blende, also die gute Blende? Ja? Wo ist die gute Blendeneinstellung bei eurem Objektiv? Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, ob das die F4 oder die F8 ist. Das kommt auf euer Objektiv an. Ja? Und da müsst ihr einfach mal selber eine Blendenreihe zu Hause ausprobieren. Stellt euch mal irgendwo an die Hauswand, die hat ja meistens so einen Rauputz drauf. Oder irgendwo fotografiert den Waldrand, aber nicht zu weit weggehen wegen dem Hitzeflimmern und so weiter. Also geht nicht so weit weg. Ja, vielleicht so in eine mittlere Distanz, hier so 30 Meter und fokussiert irgendwas oder geht mal so 5 Meter an eure Hauswand, fokussiert da mal was oder ein Holzgeländer, das hat auch meistens diese Holzmaserung drauf. Super feine Details. Und dann macht einfach mal eine Blendenreihe. Macht mal ein Bild mit F2.8, geht in den A-Modus, damit die übrige Belichtung immer die gleiche ist, die gleiche Helligkeit hat. Ja? Dann geht mal auf eine F2.8, geht mal auf eine F4, geht mal auf eine F8, geht auf eine F10, geht auf eine F16, geht auf eine F22 und darüber hinaus, wenn es euer Objektiv anbietet, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Und dann vergleicht ihr die Bilder bei 100% alle mal nebeneinander in Lightroom und dann seht ihr ganz genau, bei der Offenblende habt ihr nicht das allerschärfste Bild. Dann nimmt die Schärfe Richtung F4, F5, 6, 7, 1 nimmt zu und bei Blende 8, 10, 13 geht es dann schon wieder langsam abwärts, sukzessive. Es ist noch nicht katastrophal, ja, sonst würde ich das Bild ja nicht mit einer Blende 20 schießen bei den Flamingos. Ja. Aber die Schärfe nimmt ab, das seht ihr einfach. Und das müsst ihr eben, wenn euch das interessiert, für jedes eurer Objektive machen. Denn zum Beispiel beim 200 bis 600 als kleiner Tipp, da ist es so, dass eine Blende 5.6, eine Blende 6.3, das ist ja die Offenblende des Objektivs, die ist wirklich gar nicht mal so scharf. Ja. Also wenn ihr genug Licht habt und fotografiert Tiere,
dann pfeift auf das Bokeh, ja, sei denn ihr wollt mehr ausgeben, 14.000 € für das 600 F4 zum Beispiel, ja, pfeift auf das Bokeh, blendet ein bisschen ab. Gerade bei Vögeln in Flug ist das oft super wichtig, bei großen Vögeln, da ist die vordere Schwinge scharf und der Body vom Vogel ist dann schon wieder unscharf und dementsprechend, jetzt klingelt das Handy schon wieder, dementsprechend ist es durchaus gar nicht mal so schlecht, ein bisschen abzublenden. Ja, also macht diese Blendenreihen für euer Objektiv, dann wisst ihr, wo der Sweet Spot bei eurem Objektiv liegt. In der Regel wird das zwischen F4 und F8 liegen. Ja? Also einfach zu wissen, ist es eben wichtig für euch. Jeder Fotograf sollte seine Objektive kennen und sollte wissen, wie scharf kann ich denn damit fotografieren. Sollten wir also auf eine geschlossene Blende verzichten? Auf gar keinen Fall. Ihr habt am Beispiel der Flamingos gesehen, ich meine, das ist ein schlechtes Beispiel gewesen, aber es gibt auch noch ganz viele Landschaftsfotos von mir, wo ich das auch gemacht habe. Wenn ihr eine F16 braucht, wenn ihr eine F18 braucht, dann macht das einfach. Ja? Ihr könnt euer Bild mit digitalen Nachschärfen in Lightroom oder Photoshop auch nochmal aufbessern. Ja? Also es ist nicht so, dass das Bild danach unscharf aussieht. Experimentiert damit auch gern mal in der Landschaft. Ja? Macht mal ein Bild, wenn ihr sagt, da ist ein Stein, da hinten ist eine tolle Landschaft. Dann macht das mal so. Blendet mal ruhig auf eine F18 ab und schaut euch das Bild daheim einfach an. Ihr könnt ja ein Bild machen mit einer F10 und ihr könnt eins machen mit einer F18. Und dann könnt ihr daheim selber entscheiden, was ist denn jetzt wirklich Quark gewesen und was ist am Ende gut gewesen. Ja? Also das ist halt so der Punkt, auf den ich hinaus will. Ja? Kritische Blende bedeutet, das ist der Sweet Spot eures Objektivs, wo die Aberrationsfehler, aber auch die Beugungsunschärfe fast keine Rolle spielt, ja, und alles davor gibt Aberrationsfehler und alles danach gibt Beugungsunschärfe, ja, und wie gesagt, das liegt meistens so irgendwo zwischen F4 und F8. Also probiert das mal aus mit der Blendenreihe, einfach in den A-Modus, ISO automatisch und dann macht ihr mal irgendwie so 5 Bilder von der Hauswand und dann wisst ihr auch, wenn ihr das am Computer daheim anschaut, wo denn die Unschärfe bei eurem Lieblingsobjektiv zumindest beginnt und dann habt ihr einfach mehr Hintergrundwissen, wie ihr eure Bilder aufnehmt, wie ihr sie qualitativer aufnehmt und ihr lernt dadurch immer mehr verstehen, um was es geht. Wie gesagt, seid mutig, nehmt auch ruhig eine F16, nehmt eine F18, auch wenn ihr wisst, da habt ihr ein bisschen Beugungsunschärfe drin, denn die Schärfentiefe kann oft wichtiger sein wie der Verlust von einer 10%igen Schärfe im Bild. Dementsprechend haltet das fest, behaltet das im Hinterkopf. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich auch über einen Kommentar natürlich freuen, der dieses Video weiter befördert und natürlich auch um einen Daumen. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann wird es jetzt aber Zeit. Euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.